Ach, Hallöchen, Daniela. Tagchen Marlies. Stell dir mal vor, ich krieg demnächst einen Wolfsspitzwelpen. Ist das nicht dufte? Was? So ein Rösenkleffer hier in der Mutterstadt. Auf Etage. Na sag mal, was hast du denn für Raupen im Kopf? Ich glaub, mir streift ein Bus. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist ein Hofhund, den kannst du doch hier nie in der Wohnung halten. Der braucht da einen richtig großen Garten und ganz viel Auslauf. Na sag mal. Also Mäusekin, ganz ehrlich, ne? Die haben sie aber um den Klammerbeutel gepudert. Hä? Ein großer Spitz auf dem Land im Haus mit Garten? Ach ja, herrlich dieser Gedanke. Spitz und Garten, das passt einfach. Da geht einem das Herz auf. Möchte sich allerdings ein Stadtbewohner einen Großspitz oder einen Wolfsspitz zulegen, ist die Begeisterung für dieses Vorhaben in der Regel eher schon verhaltener. Die Stadt mit ihren Betonklötzen überall, den Menschenmassen und dem massiven Verkehr und dort ein großer Spitz, der ist doch ein Hofhund und dann bellt er auch noch den ganzen Tag, so als Wachhund. Nee, also das geht nun wirklich nicht. Und wie das geht? Man kann einen Wolfsspitz bzw. einen Großspitz durchaus artgerecht in der Stadtwohnung halten. Das Großstadtleben ist für den Hund zwar ganz anders als das Leben auf dem Land, bietet ihm aber auch viel spannende Abwechslung. Natürlich eignet sich nicht jede Hunderasse für die Haltung in der Stadt oder in der Wohnung dann auch. Ich denke dabei beispielsweise an Herdenschutzhunde, das geht halt echt gar nicht. Aber unser deutscher Spitz kommt mit dem Leben in der Stadt hervorragend klar. Man darf bei ihm nämlich nicht vergessen, dass er in der Vergangenheit nicht nur als Hofhund gehalten wurde, sondern eben auch als Schutz- und Wachhund auf Schiffen, Kutschen, Fuhrwerken und natürlich auch in den Städten. Da war er zum Beispiel als Begleiter der Nachtwächter unterwegs. Also insofern gar kein Problem. Das Hundeleben in der Großstadt ist allerdings mit einigen Unwägbarkeiten in der Haltung verbunden. Was auf dem dünn besiedelten Land noch als kleine Marotte durchgehen mag, ist im Gedränge der Großstadt inakzeptabel und lebensgefährlich. Ein kleiner Ausbüchser Richtung Straße oder ein Happen von Müll auf dem Gehweg kann sofort ernste Folgen haben. Deshalb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Hund ordentlich erzogen ist und ein stabiles Wesen mitbringt. Was meine ich mit stabilem Wesen? Nun, das heißt, dass der Stadtspitz eben einfach ein ordentlicher Spitz sein sollte, also mutig, selbstbewusst und neugierig und kein Sensibelchen. Denn ein sensibler und sehr geräuschempfindlicher Hund ist dem Trubel der Großstadt schlicht nicht gewachsen. Hunde sind normalerweise dazu in der Lage, unwichtige Reize auszublenden und sich gezielt auf die wichtigen Reize wie Herrchens oder Frauchens Stimme zu fokussieren. Sensible Hunde können das nicht, weswegen sie permanent einer Flut von Reizen aller Art ausgesetzt sind. Freilauf kommt für solche Hunde überhaupt nicht in Frage, also muss man sich halt schon gut überlegen, denn aufgrund ihrer Empfindlichkeit und der daraus resultierenden Schreckhaftigkeit sind ihre Reaktionen unberechenbar. Die Wahrscheinlichkeit also, dass ein solch hochsensibler Hund im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder kommt, ist wahnsinnig groß. Die Konstitution des Nervenkostüms beim Hund ist angeboren und hat weder was mit Erziehung noch mit der Sozialisierung seitens des Züchters zu tun. So hat mein Kuno beispielsweise bereits im Alter von 9 Wochen in aller Seelenruhe und wehenden Haares auf dem Grünstreifen an der 6-spurigen Hauptstraße sein großes Geschäft verrichtet, während LKW in nur 50 Zentimeter Entfernung an ihm vorbeidonnerten. Das hat den null gejuckt. Auch der Willi glänzt, vor allem durch seine Coolness. Der ist in einer Kleinstadt aufgewachsen, die ich eher als Dorf bezeichnen würde. Der kannte keine mehrspurigen Straßen, keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine Fahrstühle, keinen Großstadtlärm, keine S-Bahnen, die über die Brücken donnerten, unter denen wir so durchlaufen und auch sonst nichts. Aber weil er vom Wesen her super ist, macht er einfach alles mit. Es war überhaupt gar kein Problem, ihn in kurzer Zeit an die Stadt zu gewöhnen. Wir sagen, der Fokus beim Welpenkauf sollte immer auf dem Wesen des kleinen Hundes liegen und nicht darauf, ob der beim Züchter ein Bällebad oder eine Schaukel zur Verfügung hatte. Das ist völlig irrelevant. Einen gut gezüchteten Spitz bringt also so nicht so schnell aus der Ruhe. Er ist einfach eine coole Socke. Ein schreckhafter Spitz hingegen kann weder angstfrei in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, noch das entspannte Stillsitzen im Restaurant oder das ruhige Warten vor Geschäften lernen, sondern er wird immer auf alle Außenreize reagieren. Tun Sie sich daher selbst den Gefallen und dem Spitz halt auch und achten Sie bei der Anschaffung Ihres Stadtspitzes darauf, dass dieser von Natur aus selbstsicher, neugierig, mutig und entspannt ist. Menschen, Radfahrer, Kinder, hupende Autos und dann auch noch jede Menge fremde Hunde
So ein Stadtspitz braucht ein Gemüt wie ein Schaukelpferd. Und eine gute Erziehung. Gemäß dem Credo, sein Gehorsam ist auch seine Freiheit. Der gehorsame Spitz kann nämlich auch in der Großstadt seinem elementaren Bedürfnis, und zwar dem, danach frei zu laufen, nachkommen, ohne dabei sich oder andere zu gefährden. Im Übrigen finde ich es gerade bei den deutschen Spitzen auch besonders wichtig, dass die Leute sehen, wie falsch ihre ganzen Vorurteile sind. Glänzen Sie daher bitte mit einem gut erzogenen Spitz. Im Namen aller Spitze. Es gibt nichts Schöneres als die bewundernden Blicke der Passanten auf ihren prächtigen und gehorsamen Vorzeigespitzen. Was auch oft gegen den großen Spitz in der Stadt angeführt wird, ist sein Ruf als Kleffer. Das schreckt viele ab. Aber ist der Spitz denn jetzt wirklich so ein fürchterlicher Kleffer? Jein. Ja, denn der Spitz bellt definitiv, weil Wachhunde um des Wachens willen eben anschlagen müssen, sonst wären sie so nützlich wie Brüste an einer Nonne. Und nein, weil zwischen Bellen und Kläffen doch noch mal Welten liegen. Und die endlose Kläfferei in der Regel mangelnder Erziehung entspringt. Ein Beispiel aus meinem Leben. Wir wohnen im Erdgeschoss in einem Mehrfamilienhaus in Berlin und ich habe festgestellt, dass das Bellen meiner Hunde tatsächlich ein absolut differenziertes Melden ist. Betritt also ein Fremder die Hauseingangstür, wird gebellt. Dann ist Ruhe, bis derjenige vor unserer Wohnungstür steht. Da wird dann nochmal gewarnt in dem Sinne. Geht derjenige weiter, hören Sie sofort auf zu bellen. Der Spitz ist also kein Kleffer, aber man muss ihn natürlich anleiten und vernünftig und auf Augenhöhe, ganz wichtig, erziehen. Dann klappt es auch mit den Bällen. Auch in der Stadt. Wenn man jetzt einen Spitz fragen würde, was er denn von seinem Leben in der Stadt erwartet, würde er bestimmt sagen, dass er vor allem immer gern mitgenommen werden möchte. Denn so ein Spitz will einfach immer gern dabei sein. Überall, bei jedem Mist Fleischer, Bäcker, Postamt, Friseur. Na klar will der Spitz mitkommen. Was er auch noch will, ist seine Aufgabe als Wachhund nachkommen. Das kann und sollte man ihm auch nicht abgewöhnen oder aberziehen wollen. Das wird auch nicht klappen. Und der Stadtspitz sollte halt auch nicht den halben Tag allein in der Wohnung verbringen. Das mag er jetzt auch nicht so. Das sollte man vermeiden. Der ist halt sehr anhänglich. Aber ansonsten ist der super pflegeleicht und macht wirklich jeden Scheiß mit. Also, natürlich kann man die großen Spitze, Großspitz und Wolfspitz in der Stadt und in der Wohnung halten. Und das hat sogar echte Vorteile. Ich sage ja immer, dass ich mit meinen Hunden nackt durch die Bronx laufen könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass da irgendwas passiert. Und auch als Einbrecher schreckt es so ein großer Spitz eine feine Sache. Ein Einbrecher überlegt es sich nämlich sicherlich dreimal, ob er sich wirklich mit dem Wolfspitz anlegen möchte, der da hinter der Wohnungstür mit seinem sonoren Bass dringlichst vom Vorhaben des Einbrechers abrät. Also, ja. Insofern ist es erstaunlich, dass es immer noch so einige Züchter gibt, die ihre Welpen tatsächlich nur an Interessenten mit Haus und Garten abgeben. Was eben auch gerade in Anbetracht dessen interessant, was heutzutage als Haus mit Garten gilt, wie die sogenannten Hasenkäfig-Siedlungen. Dort sind die Gärten für gewöhnlich so klein, dass statt eines Rasenmähers auch eine Nagelschere für das bisschen Rasenpflege ausreichend wäre. Insofern ist da der Garten irgendwie auch eine Lachnummer. Es gibt also jedoch auch keine hündischen Bedürfnisse, für die man zwingend ein Haus oder einen Garten benötigt. Aus diesem Grund kann eben der große Spitz auch in der Etagenwohnung ohne Garten gehalten werden. Bewegung und Auslauf gibt es eben außerhalb der Wohnung. Ja, alles kein Problem. Die Größe der Wohnung selbst ist egal. Es macht für den Spitz wirklich gar keinen Unterschied, ob der sein Nickerchen in einer 50 Quadratmeter Wohnung oder in einer Villa macht. Natürlich sollte die Wohnung schon so groß sein, dass der Hund sich darin auch adäquat bewegen kann und vielleicht auch mehr als einen Liegeplatz zur Verfügung hat. Aber ansonsten braucht er nicht zwingend ein Haus oder einen Garten. Ehrlich gesagt ist ja ein Garten auch in erster Linie für den Besitzer bequem. In der Stadt muss man halt immer mit dem Hund rausgehen, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, während man dem Gartenhund morgens noch ganz gemütlich im Bademantel und mit Lockenwicklern auf dem Kopf die Haustür öffnen kann. Das mit dem Bademantel macht man jetzt in der Stadt so eher nicht. Nö, ich gehe auch in der Stadt mit dem Bademantel vor der Tür. Oder auch ohne. Und wie heißt das so schön? Das wärmste Jäckchen ist immer noch das Konjäckchen. Hoch die Tassen, Kinder.